Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal Gold und Silber an und ich werde euch ein kleines Update geben in der Chartanalyse, was wir jetzt bei Gold und Silber erwarten könnten. Es ist ja schon sehr, sehr bullish gelaufen und die Rallye ging doch steiler, als ich gedacht hätte. Wir sind bei Gold über 4.000 Dollar gestiegen und bei Silber über die wichtige Marke von 50 US-Dollar. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie weit kann es noch gehen und auch wie schnell und besteht uns eine Korrektur bevor. Das besprechen wir alles in diesem Video. Bevor wir anfangen, ist hier noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir doch auch gleich schon mal rein in den Chart und gucken wir uns mal so ein bisschen an, was passiert ist. Wir sehen jetzt hier den Chart vom Gold, hier im Tageschart, und hier sehen wir auch diese wichtige Marke von 4.000 US-Dollar, wo wir gesagt haben, okay, das ist so womöglich das nächste, die nächste Hürde, die Gold zu überwinden hat. Warum die nächste Hürde? Ja, wir haben jetzt hier ein neues Allzeithoch gemacht und das ist generell immer schwierig zu sagen, okay, wo könnte denn der Kurs ungefähr drehen? Normalerweise sagt man da auch generell runde Marken, also so klassische Zahlen, die man sich gut merken kann, 4.000, 5.000, also so die runden Zahlen, aber natürlich auch ganz große Werte von 10.000 Dollar sind da ganz wichtige Marken. Jetzt haben wir beim Gold aber jetzt die 4.000 Dollar Marke relativ schnell überwunden. Das sehen wir auch hier. Ja, wir haben einen kurzen Widerstand hier gehabt, sind aber relativ schnell und relativ bullish auch weiter nach oben gestiegen. Das Umfeld an sich ist nach wie vor sehr, sehr bullish für Gold und das sehen wir natürlich hier auch an dem Chart. Ja, wir sind hier im Tageschart und das ist alles sehr, sehr bullish, weil wir jetzt hier diesen kleinen Durchschnitt auch noch nicht mal berührt haben. Das heißt, wir haben jetzt in diesen ganzen, im Prinzip seit September, also seit gut 45 Tagen, haben wir eigentlich keinen größeren oder nennenswerten Rücksetzer gehabt. Jetzt sehen wir auch hier, der RSI ist ziemlich übergekauft und das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass wir sofort eine Trendumkehr sehen, aber grundsätzlich wäre es auch mal Zeit, dass wir so eine kleine Verschnaufspause hier mal einlegen. So, was erwarte ich oder was ist für mich das wahrscheinlichste Szenario? Dadurch, dass wir jetzt hier einen wirklich sehr, sehr starken Aufwärtstrend gesehen haben, glaube ich jetzt nicht, dass wir da eine relativ scharfe Korrektur sehen dürften. Das, was für mich am wahrscheinlichsten oder ja doch am wahrscheinlichsten ist, so kann man schon sagen, ist, dass wir ähnlich wie jetzt in dieser Phase so eine Seitwärtskonsolidierung bekommen. Ja, also dass wir jetzt quasi so eine Range aufbauen zwischen diesem Top, was wir hier markiert haben, ungefähr 4.400 Dollar auf der Oberseite und bei, ich würde mal sagen, 4.000 Dollar auf der Unterseite. Das ist jetzt so die Range, in der sich Gold jetzt in den nächsten Tagen bewegen wird. Wir haben natürlich die äußeren Faktoren. Wir haben jetzt auch die Probleme bei den Regionalbanken gehabt. Das hatte Gold jetzt auch so ein bisschen belastet, beziehungsweise das war vielleicht auch so ein bisschen ein Trigger dafür, dass man jetzt einfach mal Gewinnmitnahmen auch beim Gold gesehen hat. Das muss es nicht, also ich glaube nicht, dass es signifikant Auswirkungen haben wird auf den ganz großen Trend, ja, auf dem wir jetzt hier im Prinzip jetzt schon seit Februar 2024 sehen, diesen enormen Aufwärtstrend. Und wenn wir uns mal das Ganze betrachten hier, dann sehen wir, es wird schon langsam so ein bisschen parabolisch. Und das bedeutet, dass wir auch quasi auf dem größeren Timeframe, also jetzt hier im Wochenchart, auch mal eine Korrektur sehen dürften. Und so eine Korrektur, ihr seht es ja auch hier in der Vergangenheit, sieht immer so aus, als dass wir mal zumindest den 20-Wochen gleitenden Durchschnitt anlaufen dürften. So, der liegt aktuell bei 3.600 Dollar. Also ihr seht, die Fallhöhe ist schon ziemlich hoch und deswegen glaube ich auch, dass das bullischste Szenario tatsächlich ist, dass wir bei 4.000 Dollar die Unterstützung finden und wenn das nicht halten sollte, dann müssen wir eben so ein bisschen nach unten gucken, ja, in Richtung 3.700 Dollar kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir da eine Korrektur hinbekommen könnten. Das ist im Prinzip gesund, ja, das sehen wir ja immer mal wieder, dass wir auch mal so 10-20% Kurseinbrüche haben. Für die, die noch nicht in Gold investiert sind, kann man hier eventuell dann nochmal einsteigen. Für die, die jetzt schon auf relativ hohen Gewinnen liegen, kann man jetzt hier auch überlegen, so ein bisschen Teilgewinne mitzunehmen, ja, vielleicht auch in Aktien umzuschichten, die jetzt gerade so ein bisschen abgeschmiert sind am Freitag durch die Krise bei den Regionalbanken. Da kann ich auch einen kleinen Spoiler geben und sagen, dass ich das glaube, dass es hier eher so lokal begrenzt ist und temporär nur vorübergehend das Problem ist, was den Aktienmarkt belastet. Wir haben an sich auch positive Äußerungen beim Handelskonflikt. Das ist natürlich für Aktien gut. Für Gold kann es ein bisschen kritisch sein, beziehungsweise ein Belastungsfaktor sein, weil es das Ganze natürlich dann quasi die Krisenwährung Gold ein bisschen untergräbt und dass man dann hier auch quasi als verstärkenden Faktor sieht bei der Korrektur. Also das ist das, was ich quasi für Gold erwarte, dass wir jetzt mal hier diese Range ausbilden zwischen diesen 4.000 und 4.400 Dollar im bullischsten Szenario.
Worauf man natürlich immer ein Auge haben muss, das ist eben dieser Chart, der Monatschart hier, den ihr hier sehen könnt. Und da sind wir hier im RSI, haben wir Werte erreicht, die schon, ja, ich sag mal, zuletzt in den 70er Jahren erreicht wurden. Und da muss man auch eben vorsichtig sein, dass wir hier auch mal eine Korrektur bekommen könnten, die über mehrere Monate geht. Und da darf man eben nicht zu gierig sein und zu früh einsteigen. Und deswegen wäre ich da auch jetzt so langsam, vielleicht im Hinblick auch bis Ende des Jahres, würde ich da quasi agieren, dass ich ja sukzessive dann meine Position in Gold abbaue. Ich fange damit auch an, tatsächlich. Anders sieht es für die Goldminenaktien aus, ja, das besprechen wir dann in einem anderen Video in den nächsten Tagen. Also wenn in eigener Sache, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, um das Video natürlich nicht zu verpassen. Und das unterstützt natürlich auch meinen Kanal mit dem YouTube-Algorithmus. Und wie gesagt, ja, also für Gold sieht es grundsätzlich sehr, sehr bullisch aus. Wir haben ja diese Faktoren immer noch, dass wir eine Dollarschwäche haben. Das ist ja das, was ich auch immer ganz gerne aufrufe. Wir sind jetzt hier auch quasi wie damals 2002 an einer historischen Marke mit einer Dollarschwäche. Sollte sich hier tatsächlich ein Abwärtstrend ausbilden, also dass wir weitere Vertrauensverlust in den US-Dollar sehen, global betrachtet, dann würde hier der US-Dollar-Index auch weiter fallen und das wäre tatsächlich bullish für Gold. Das würde auch bedeuten, dass wir hier bei 4.400 Dollar noch längst nicht das Top gesehen haben, dass wir also in den nächsten Jahren, muss man aber auch sagen, also bis 2026 und darüber hinaus, dass wir hier auch jenseits Kursziele von 5.000 bis 10.000 Dollar alles möglich und realistisch ist. Das muss man dann sehen, wenn es soweit ist. Aber das ist auch so ein weiterer wichtiger Faktor, der man im Auge behalten muss, ja, die Schwäche des US-Dollars und hier gesehen im Abwärtstrend vom US-Dollar-Index. So, gehen wir nochmal zurück auf Gold. Wie gesagt, also hier im Monatschart besteht immer so das kleine Damoklesschwert, dass wir mal eine größere Korrektur sehen, dass wir auch mal den 20-Monatsleitenden Durchschnitt berühren. Ja, das haben wir ja schon seit im Prinzip April 2024 nicht mehr gemacht. Das kann über eine längere Zeit gut gehen, ja, durchaus, auch über einige Jahre, wie damals 2009, 2011 hier. Grundsätzlich aber glaube ich, dass wir das langsam überreif sind für eine entsprechende Korrektur. Und eben diese 20-Monats-Kleine liegt bei 3.000 Dollar. Das heißt, für eine größere ausgeprägte Korrektur wäre es auch nicht verwunderlich, wenn wir da bis auf 3.500 Dollar runtergehen. Vielleicht sowas ähnliches, so eine bullische Formation bilden wie damals hier 2006. Und dann über die nächsten Jahre, wenn der US-Dollar auch so weiter schwächer wird wie damals 2002, ja, da hatten wir ja auch eine mehrjährige Rallye über 10 Jahre, dass wir hier vielleicht auch bis 2030 ein sehr, sehr bullisches Jahrzehnt für Gold haben. Aber das ist wirklich sehr, sehr spekulativ, aber das ist immer so, was man im Hinterkopf behalten kann. Gucken wir uns mal Silber an. Silber hat ja jetzt diese wichtige Marke bei 50 US-Dollar gebrochen. Und wer hätte das gedacht? Ich habe es ja schon vor einigen Monaten gesagt, dass es durchaus realistisch ist, dass wir 50 US-Dollar bei Silber sehen könnten. Jetzt haben wir das tatsächlich ein bisschen früher gesehen, als ich das erwartet hätte. Aber Silber ist nun mal auch sehr explosiv. Das sehen wir ja hier. Der Chart geht zurück bis in die 80er, 70er Jahre. Da sehen wir, Silber geht schon mal oft mal oder gerne mal hier auch entsprechende parabolisch nach oben. Und das ist auch das, was wir jetzt hier zumindest in den letzten Monaten gesehen haben. Eine kleine Outperformance, was Silber angeht. Und dementsprechend ist es natürlich jetzt diese Marke wichtig, dass wir diese 50 Dollar als Unterstützung quasi dann wieder ausbilden. Wenn wir mal in den Tageschart gehen, sehen wir auch hier eine tiefrote Kerze. Wir waren am Freitag jetzt gut über 4% im Minus. Das so ein herber Rückschlag an einem Tag kann auch mal quasi ein Startindikator sein, dass wir hier jetzt auch mal diese Seitwärts-Range haben. Also das, was wir für Gold haben, haben wir im Prinzip für Silber genauso. Wir haben es nur jetzt hier bei den Marken zwischen 54 und 50 US-Dollar bei Silber. Das ist so die Range, in der ich den Kurs gerne sehen würde. Das wäre ein sehr, sehr bullisches Zeichen und wenn wir das hätten, diese Konsolidierungsphase, dann glaube ich, steht es auch ganz gut, dass wir mit Silber auch darüber hinaus ausbrechen. Und ja, wie gesagt, wenn wir uns mal so die Vergangenheit anschauen, das ist natürlich immer schwierig vorherzusagen, aber grundsätzlich ist ja Silber sehr, sehr explosiv in seinen Ausbrüchen. Und wenn wir jetzt tatsächlich diese Marke bei 50 Dollar als Ausbruch bestätigen würden, also dass wir uns halten und dann weiter nach oben über 55 US-Dollar ausbrechen, dann sind teilweise auch ich würde auch sagen, Kursziele bis 100 Dollar kurzfristig möglich, ja, dass wir so quasi so ein Überschießen haben bis 100 Dollar und dann eine große Korrektur wieder auf unter 50 Dollar. Also das ist schon sehr, sehr spekulativ. Muss ich an der Stelle natürlich auch sagen, vom RSI sind wir jetzt auch gar nicht mal so stark übergekauft wie bei Gold. Ja, also tatsächlich traue ich Silber auch immer noch zu, dass es Gold outperformen kann. Da denke ich,
haben wir auch noch Luft, aber wie gesagt, auch hier ist mal eine Korrektur reif. Wenn wir in den Wochenchart schauen, dann sehen wir bis zum 20-Wochen-kleinen Durchschnitt, der liegt aktuell bei 42 US-Dollar. Das wäre jetzt nicht gut, wenn wir die 50 Dollar wieder nach unten durchbrechen würden, weil dann wäre quasi dieser Ausbruch nicht bestätigt. Das wäre tatsächlich ein schlechtes Zeichen. Da machen wir aber dann wieder ein neues Video. Jetzt aktuell gehen wir davon aus, dass wir jetzt diese Marke halten, dass wir uns in der bullischen Range zwischen 50 und 54 US-Dollar halten sollten. Grundsätzlich, und dann möchte ich auch sagen, jetzt für die Gold- und Silberminenaktien, glaube ich, dass wir jetzt hier auch die Chance haben, dass die Minenaktien tendenziell besser performen könnten. Kurzfristig werden die auch nach unten gerissen durch die Korrekturen hier, die wir jetzt hier in dem Tageschart sehen, ja. Aber das sind meines Ansichts nach sehr, sehr gute Kaufchancen und das besprechen wir dann entsprechend in dem Video mal im Detail, weil natürlich die hohen Preise, die pushen die Margen, die pushen die Gewinne, Dividendenerhöhungen werden kommen etc. Und ich glaube, dass jetzt mit der Quartalsaison die ganzen Minenaktien auch entsprechend gut performen dürften. So, das war das kleine Update zu Gold und Silber, so die wichtigen Kursmarken, die ihr im Hinterkopf behalten müsst und auch so mal einen Blick auf das Big Picture. Das ist ja auch mal ganz wichtig, dass man so den Überblick verhält und sich nicht verliert in Kleinigkeiten, sondern dass man eben gut navigiert in diesen stürmischen Zeiten. Im positiven Sinne jetzt für Gold und Silber. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen und dann hoffe ich, dass wir uns in einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao. Und ja, das war's auch von meiner Seite. Bis dann, ciao.